Biker, heute möchte ich euch zeigen, wie ich an meiner NC das Ventilspiel kontrolliert habe. Als Werkzeuge brauchen wir einen kleinen Knarrenkasten und einen großen Knarrenkasten, eine Kombizange, eine Wasserpumpenzange, einen Imbusschlüsselsatz 5 bis 10 mm, Zündkerzenschlüssel, Fühlerlehre 0,17 mm und 0,28 mm, eine Auffangwanne, 1,25 Liter Kühlflüssigkeit und etwas Motoröl. Als erstes entfernen wir die Motorverkleidung, indem wir die Inbusschrauben links und rechts vom Motorrad entfernen. Wer so wie ich Sturzbügel montiert hat, muss den Sturzbügel auf der linken Seite in Fahrtrichtung entfernen und auf der rechten Seite einfach nur etwas lösen. Der nächste Arbeitsschritt ist das Ablassen der Kühlflüssigkeit und die Demontage des Kühlers. Wir müssen die Kreuzschlitzschraube am Einfüllstopfen lösen und den Einfüllstopfen entfernen. Im Bereich über dem Ölfilter ist eine Ablassschraube, über die wir die Kühlflüssigkeit ablaufen lassen können. Die Kühlflüssigkeit fangen wir in einer Auffangwanne auf, damit wir sie ordnungsgemäß hinterher auch entsorgen können. Den Kühler demontieren wir, indem wir oberhalb links und unterhalb mittig die Schraube mit einer 10 mm Nuss entfernen. Nun können wir die Unterhaltung demontieren, die Schlauchschellen von den Schläuchen lösen und die Schläuche auch von den Stutzen herunterziehen. Am Kühlerventilator ist ein Schlauch mit einem Clip befestigt. Auch der Stecker für den Kühlerventilator ist auch mit einem Clip befestigt. Diese Befestigungen müssen gelöst werden. Nun kann der Kühler nach links ausgebaut werden. Jetzt, wo der Kühler draußen ist, kommt man auch bequem an den Kondensatschlauch, den man jetzt super auch entleeren kann. Als nächster Arbeitsschritt ziehen wir die Zündkerzenstecker und entfernen die Zündkerzen mit einem Zündkerzenschlüssel. Jetzt werden wir den Zylinderkopf demontieren. 3 Befestigungsschrauben mit einem 6 mm Imbusschlüssel und den Entlüftungsschlauch müssen wir entfernen. Mit einem Kunststoffhammer und leichten Schlägen entfernen wir den Zylinderkopf. Nun kann die Arbeit am offenen Herzen beginnen. Auf der linken Seite, Kupplungshebelseite, die Kappen vom Polrad Lichtmaschine und Kurbelwelle mit Imbusschlüssel entfernen. Auf der rechten Seite, Bremshebelseite, die Wartungskappe der Nockenwelle entfernen. Nun beginnen die Einstellarbeiten, Zylinder 1, linke Seite in Fahrtrichtung gesehen. Mit Knarre und 17er Sechskantnuss die Kurbelwelle gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis auf dem Polrad die Marke T1 am Schwungrad und am Lichtmaschinengehäuse übereinstimmt. Vergewissert euch, dass auf der rechten Seite, Bremshebelseite in Fahrtrichtung gesehen, die Nockenwellenstellung stimmen. Stellt sicher, dass die Markierung 1 am Kettenrad mit der Markierung Indexlinie am unteren Zylinderkopfgehäuse ausgerichtet ist. Nun überprüfen wir das Ventilspiel der oberen Einlassventile, indem wir eine Fühlerlehre 0,17 mm zwischen die Ventilstellschraube und die Ventilspindel einsetzen. Falls das Ventilspiel nicht stimmt, weil es zu groß oder zu klein ist, müssen wir es einstellen, indem wir die Kontermutter lösen und mit der Einstellschraube so lange drehen, bis die Fühlerlehre mit leichtem Widerstand gezogen werden kann. Abschließend muss die Kontermutter mit 14 Newtonmeter wieder festgezogen werden. Danach sollte das Ventilspiel erneut überprüft werden. Die gleiche Vorgehensweise für das Ventilspiel nutzen wir nun auch für die unteren Auslassventile, die wir mit 0,28 mm einstellen.
Jetzt gehen wir an Zylinder 2 auf der rechten Seite in Fahrtrichtung gesehen. Wir drehen wieder an der Kurbelwelle gegen den Uhrzeigersinn, so lange bis die T2-Markierung am Schwungrad mit der Indexkerbe am Generatordeckel übereinstimmen. Stellt sicher, dass die 2-Markierung am Nockenrad mit der unteren Zylinderkopf-Indexlinie ausgerichtet ist. Anschließend stellen wir das Ventilspiel wie gewohnt für die Ein- und Auslassventile ein. Nach Beendigung der Einstellarbeiten remontieren wir die Nockenwellenwartungskappe am Zylinderkopf. Die Kappen vom Polrad, Kurbelwelle montieren, Zylinderkopf, Zündkerzen und Kühler remontieren, Kühlflüssigkeit auffüllen und überprüfen. Den Kühler noch nicht wieder einhängen, lediglich die beiden Schläuche wieder anschließen. Man kann ihn dann besser auffüllen. Den Kühlerdeckel abschrauben, aber hierbei beachten, dass der eine Sicherungsschraube hat. Hier befindet sich die Schraube vorn, aber der Deckel lässt sich auch um 180 Grad drehen. Es kann also sein, dass man die Schraube nicht sieht. Also erst Schraube rausdrehen, dann den Deckel, die Kühlflüssigkeit auffüllen und den Deckel schließen. Motor starten und warm laufen lassen, bis sich das Thermostat öffnet und die Kühlflüssigkeit durch den Kühler läuft. Das merkt man, wenn man an die Schläuche fasst, die man vorher gelöst hat. Die werden dann nämlich warm. Nicht allzu lange laufen lassen, damit die Flüssigkeit nicht zu heiß wird. Dann sollte man den Deckel vom Kühler nämlich nicht mehr öffnen. Also Deckel noch einmal abschrauben und Kühlflüssigkeit bis zum Auslaufen auffüllen. Das Fazit dieser Ventilspielprüfung nach 28.500 Kilometern war halt eben so, dass es eigentlich nicht nötig war. Die Werte waren alle im grünen Bereich, so wie es auch mein Honda-Händler prophezeit hatte. Nun bin ich eine Erfahrung reicher und kann auch wieder beruhigt am Kabel ziehen. Ich grüße euch, Biker.